Es herrscht Aufbruchstimmung. Der muss noch tanken. Hier geht es auch schon gleich weiter. Und wir starten auch in ein paar Minuten. Ein ganz toller Liegeplatz hier. Es geht wieder los. Wie kriegen wir jetzt die blaue Leine ab? Ja, mach mal. Wir haben getrunken, wartet da die Wasserfalle. Und zumindest einen Schuh versenkst. Ja, jetzt kommt wieder der spannende Moment. Die rechte Maschine. Und es geht. Gott sei Dank. Das hat so oft Ärger gegeben mit der rechten Maschine, dass sie nicht angesprungen ist. Den Wackelkontakt habe ich so bis heute nicht richtig gefunden. Die Leine ist zweimal um den Poller gewickelt. Dann hält die auch, ansonsten wäre die hochgerutscht, weil unsere Klampe etwas höher ist. Leine lädt los hier hinten. Und weiter geht's. Wir sehen uns in Borkum. Alles sehr entspannt hier. Das Eiselmeer ist heute auch hoffentlich ruhig. Die Jugend muss an Bord arbeiten, auf diesem großen Dreimaster-Segelschiff. Wir verlassen jetzt Medemblick. Uns hat es hier sehr gut gefallen. Romantisch, ruhigerer Hafen. Sehr schön. Jederzeit wieder. Da vorne ist die Ausfahrt. Das Eiselmeer macht einen sehr ruhigen Eindruck. Ich weiß nicht, warum der Frank jetzt aufgestockt ist. Hier kann man auch wunderbar spazieren gehen. Da hinten dürfen die Hunde frei laufen. Auch für Bootseigner, die Hunde dabei haben, ist das hier ein Paradies. Das Eiselmeer ist noch richtig schön ruhig. Da werde ich jetzt mal alle Fenster schließen, damit es dann losgeht. Geht nach Borkum. Es sind rund 32 Kilometer. Die sollten wir also in einer Dreiviertelstunde geschafft haben. Und das Eiselmeer ist wirklich glatt. Es gibt eine super Überfahrt. Wir machen hier vorne auf. Lieber mal eine Welle drüber, als hier drunter zu ersticken. Die Sonne kommt natürlich jetzt genau von vorne. Wir lassen noch die Maschinen ein bisschen warm laufen, bevor wir Gas geben. Aber alles bestens. Schon einige Segler auf dem Wasser. Wird bei heute wieder eine Traumüberfahrt. Es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. km/h fahren wir wieder. Macht Spaß. Eiselmeer ist geflogen, glatt. Schlägt keine Welle, nichts. Voll flach. Wir fahren jetzt einfach hier der Linie lang. Die führt uns genau nach Borkum. Jetzt hat Marina auch mal beim Schnellfahren das Steuer übernommen. Und macht Spaß? Auf jeden Fall. Wir kommen so langsam unserem Ziel näher. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Da hinten ist ein riesiger Windpark am Horizont, den man leider kaum sehen kann. Neben uns badet ihre Fender während der Fahrt. Da ist Hinterlofen, da fahren wir dran vorbei. Und da vorne kann man dann schon sehen, die rot-grüne Tonne zum Fahrwasser nach Borkum. Jetzt kriegen wir noch ein paar Wellchen von der Seite. Jürgen geht vom Gas. Insgesamt sind wir genau 42 Minuten schnell gefahren. Jetzt sind wir in der Einfahrt drin. Marina macht die Fender klar. Links ist der Strand mit den ganzen Kitesurfern. Und es geht jetzt noch ein Stück rein bis zum Yachthafen. Die Einfahrt ist sehr schmal. Wenn sich zwei begegnen, wird es schon eng. Hier ein kleiner Hafen, weil der ist etwas verwaist, aber ich weiß nicht, ob wir da reinkämen. Wir sind jetzt in Borkum eingelaufen. Hier ist ein wunderschöner Caravanpark. Und da hinten ist dann schon der Hafen, wo wir gleich anlegen werden. Frank hat mit dem Hafenmeister gesprochen und uns die zugewiesenen Plätze mitgeteilt übers Funkgerät. Wir haben K47. Am Hauptkanal soll das sein. Hier ist die 41. Die 43, vielleicht sollst du die 43 nehmen. 43, genau, dann 43 würde nämlich auch passen. Ja.
Dann nimmst du die 43 und ich versuche hier hinten den hinteren Poller jetzt als erstes zu bekommen. Ja. Ja? Ja, und dann vorne den Poller. Ja, okay. Wenn die Leine länger wäre, könnten wir noch näher ran. So, gib mir dann die Leine. Das ist unsere Hinterleine so kurz, dass wir nicht näher rankommen. Das reicht so. Okay, ja, dann bleiben wir so. Sind gut in die Box reingekommen. Hinten ist auch schon das Hafenkontor. Und Claudia Frank stehen gleich hier gegenüber. Ich weiß jetzt nicht, ob die Leine hier lang genug ist, aber ich versuche jetzt einfach mal mein Glück. Ach. Geht doch. Na, das hast du aber fein gemacht. Ja. So geht Werfen. Aha. Wunderbarer Liegeplatz. Da steige ich zum ersten Mal in diesem Jahr über unseren Anker aus. Nach der Überfahrt habe ich ein bisschen struppelige Haare, weil die im Wind verzaust wurden. Aber wir haben ja jetzt einen schönen Liegeplatz bekommen und ich freue mich schon, das zu erkunden. Wir haben jetzt vorne den Anker vorbereitet, um dort auszusteigen, aber wir kommen auch ganz gut hier an der Seite runter. Der Steg hat die optimale Höhe. Hafenrestaurant, ja, das steht da. Donnerstag frei, ja, ausgerechnet heute Mittwoch. Am Montag hat er auch auf. Montag hätte er aufgehabt. Hätten wir hierher fahren sollen und dann erst nach Genau. Dings. Naja, aber wir finden was zu essen, da bin ich mir sicher. Auf jeden Fall. Jetzt gehen wir erstmal ins Hafenkontor. Yachtzubehör gibt es auch. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Katerer. Da konnte ich mal was kaufen, aber das ist wohl nicht mehr da. Ah ja, hier steht ja auch Sail Yachting, Yachtverhur. Wobei, so ein paar Flaggenstücke hat er immer noch da. Ja, Ein paar Sachen hat er wohl. ein riesiger Segelhafen. Und wir sind jetzt am Hafenkontor. Da geht's hoch. Guten Mittag. Mit 29,15 liegen wir hier im mittleren Segment. Aber für den schönen Hafen ist das okay. Schauen wir uns doch gleich auch Dusche und Toilette an. Sieht sehr modern aus. Toiletten. Also die Duschen. Hier sind die Duschen. Ja, da braucht man eine Karte dafür. Das heißt, es könnte die Hafenkarte sein, ne? Ja, die hätte gerade gefahren. Ja. Wir brauchen. Also hier ist nur der Strom inklusive, Duschen kostet extra. Duschen mit der Hafenkarte und die kann man hier auch gleich aufladen. So, seit langem mal wieder Frühstück an Bord. Ja. Mit einem gekochten Ei, mit Trellerkäse, mit gekochtem Schinken, Fleischsalat, was das Herz begehrt. Und die Schafe blöken fleißig. Die haben auch Hunger. Eine ganz tolle Aussicht, wo wir hier liegen. Fantastisch. Am Ende gibt es auch einen Kran, auch slippen kann man hier. Wir gehen jetzt hier raus aus dem Hafen und hier wunderbar im Grünen. Besser geht's nicht. Vom Campingplatz geht es dann über mehrere Brücken an den Strand. Das ist auch schön hier, ne? Total toll. Natur pur. Der Strand hier von Borkum ist ein Kitesurf-Paradies. Das ist wirklich genial. Sehr flach hier. Die können ihn ja stehen. Wenn du hier vom Bord fällst oder so, dann kannst du stehen und wieder mühelos aufsteigen. Mich wundert immer wieder, dass sie sich nicht gegenseitig verheddern. Und das ist ja noch leer. Am Wochenende oder abends ist hier richtig was los. Mit den Füßen im Wasser geht. Ne? Anna, bei dir auch? Füße im Wasser ist okay? Mehr nicht, ne? In dem kleinen Hafen war ich schon drauf und dran, mal reinzufahren. Aber ich denke, es ist doch zu flach. Mal gucken, dass wir wieder zurückkommen. Ich denke, das wird im Sommer wahrscheinlich voll werden. Slip-Anlage für Motorboote. Sehr schöner Stellplatz für Wohnmobile. Direkt am Strand. Toll. Und auch hier ein kleines Restaurant. Mal gucken, ob das auf ist heute.
Einfahrt und wir latschen jetzt einfach mal hier den Deich entlang an dem wunderbaren Campingplatz vorbei zum Hafen. Das Schöne ist hier die Mischung zwischen festen Plätzen, Wohnwagenplätzen, Wohnmobilplätzen. Das lockert das Ganze auf. Wunderbar. Und da sind wir auch schon wieder am Hafen. Hier gibt es nur GTL 1,81. Einmal GTL. Und schon geht es auf unseren Steg. Marina hat sich über den Bug raufgekämpft. Der Vorteil hier ist, dass die Stege sehr hoch sind, sodass wir gut draufkommen. Ich kann hier drauf treten und mit einem Schritt bin ich auf dem Boot. Hier oben von der Fly eine wunderschöne Aussicht über den Hafen. Da liegt die Brom. Vom Piet mal eine Badeleiter bauen lassen. Und? War nicht so einfach, hä? Haut dir nicht den Zeh kaputt. Erste Mal, dass unsere Badeleiter in Einsatz kommt. Der Frank will in die Fluten springen. 1, 2, 3. Oh, das ist herrlich. Ganz angenehme Temperatur. Zum ersten Mal wird die Badebleiter benutzt und Frank macht den Funktionstest. Wir haben die Auspuffrohre im Wasser und dadurch macht er auch nicht so einen Krach. Ne? Siehst du da links? Ja, klar. Ein bisschen schmal, aber Bisschen schmal, ne? ein bisschen schmal ist ja. Naturwunder, der läuft sogar ohne dass ich den Benzinschlauch angeklemmt habe. So sparsam ist der Suzuki. Heute machen wir eine kleine Abendfahrt und holen jetzt Frank und Claudia mit unserem Schlauchboot ab. Taxi! Das Taxi hat angelegt. So, die Passagiere sind abgeholt worden und sitzen jetzt im Taxi. Im Schlauchboot. Ja, Taxi. super. Aber es ist halt, sobald ich Gas gebe, Immer noch? geht die rote Lampe an. Ja, aber wir können ja da tuckeln. Das Ja, reicht genau. Aber Wir tuckeln. geht, ja. Tuckeln. Und auch die Anna ist mit dabei. Anna, da kannst du vorne rausgucken. Genau. Wir fahren ja ganz langsam. Kannst du vorne rausgucken. Guck mal. Beim letzten Mal hast du das doch auch so fein gemacht. Super. Da kommt noch ein Segler. Heute ist ja der längste Tag. Es ist der 21. Juni. Ja, genau. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Da müssen wir paddeln. Aber ja, die paddeln mit, ne? Ja. Kann nichts passieren. Das ist aber nicht doof. Jetzt gar nichts mehr? Ja doch, der Das hat läuft, er ausgemacht extra. aber der läuft halt. Ist er wieder aus? Noch im Leerlauf, ganz langsam in Ruhe. Wir haben alle Zeit der Welt. Gleich an unserem Ziel. So ein kleiner schnuckliger Hafen am Campingplatz, wo halt alle, die hier zum Camping herkommen, mit ihren kleinen Bötchen mitbringen können. Ein kleines Sportboot. Da ist auch eine Slipanlage und dann könnt ihr halt slippen und ja, haben auch Spaß auf dem Wasser. Wenn ich hier schon nicht mit dem großen Boot reinfahren darf, dann will ich wenigstens mit dem kleinen Boot Ja, genau. Ja, der Jürgen wollte wie gesagt mit unserem großen Boot hier reinfahren, aber das hat er sich dann doch nicht getraut, es war doch zu klein. Da sind noch ein paar Wohnmobile dazugekommen. Ja. Sehr schöner Wohnmobilplatz. Und da ist das Lokal, wo wir gleich essen werden. Ja, soll man davor oder dahinter? Davor. So. Da sind wir. Anna, angekommen. Da sind wir mit unserem Radiergummi gleich bis zum Lokal vorgefahren. Und heute sind wir direkt am Strand, im Strandhaus, im alten Strandhaus. Und wir essen Tellergerichte, Burger, Schnitzel, Burger und Chicken Burger. Lecker. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Guten Appetit. Guten Appetit. Caramello-Nachtisch. Ganz anders wie erwartet. Ja. Das gleiche mit Schokosoße und noch Eierlikör dazu. Sonderwunsch. Ja. Ja, Ruhe erstmal. Ach, willst du den klein machen, den Eisball? Jetzt kommt die Sahne auch noch oben drauf, oder? Ne, oder erst der Likör rein. Hast du mal probiert den Likör? Ja, kann ich jetzt nicht identifizieren. Ich trinke meinen Likör. Und dann Das noch ist separat. Sahne drauf. So. Okay. Lass dir das mal schmecken. Ja. Wir haben heute wieder gut gegessen. Das war sehr lecker, preisgünstig. Der Service war extrem freundlich. Hier gehen wir gerne wieder hin. Sonnenuntergang geht's nach dem Essen zurück zu unserem Boot.
Ja. Bevor es ein wunderschönes Drohnenvideo gibt, noch ein Fazit. Hindeloben oder Workum, das war uns bis zum Schluss nicht ganz klar. Wir haben uns dann für Workum entschieden und das war genau die richtige Entscheidung. Hier ist es richtig schön. Der Hafen ist schön, das Campingplatz ist schön, das Restaurant ist schön. Wir haben einen tollen Strand, dort kann man die Kitesurfer beobachten. In Hindeloben hätten wir Hafen und Stadt, da ist viel Trubel. Und hier haben wir Hafen und Ruhe. Die Stadt Workum haben wir leider nicht geschafft. Das machen wir beim nächsten Mal. Und jetzt viel Spaß beim Drohnenflug. Die Einfahrt von Workum. Auf der linken Seite im Hintergrund sieht man den Yachthafen von Hindeloben. Ein fantastischer Sonnenuntergang. Wir schwenken über den Strand von Workum, über den Campingplatz, den Yachthafen und ganz am Ende geht's in die Stadt nach Workum. Unter uns der Campingplatz. Jetzt kommt der Yachthafen, wo wir liegen. Dahinter gibt es noch schöne Häuser mit Stegen vor der Tür. Ein kleines Industriegebiet. Hier ist auch die Firma Holland Boat, die Heimat der Atlantikyachten, die ähnlich wie unsere Broms sind. Die Atlantiks wurden später dann auch in Großbritannien gebaut. Am Ende sieht man hier die Schleuse und dann kommt Workum. Dort kann man auch ins Landesinnere fahren. Wir schwenken zurück über den Sonnenuntergang. Und fliegen noch über die schönen Häuser. Im Hintergrund der Hafen. Dann geht es über den Campingplatz zum Strand. Und der Tag neigt sich dem Ende zu. Wir gehen jetzt auch schlafen. Bis zum nächsten Video. Bye bye Workum.